Es ist der 1. Juli 1941. Die Schweiz schliesst sich dem Grossdeutschen Reich an. Der Hitler ernennt diesen Typ zum provisorischen Führer der Schweiz. Er wird zum berühmtesten Schweizer Politiker des 20. Jahrhunderts. Wenn ihr gerade denkst, wie hart habe ich den Geschichtsunterricht verschlafen, so weit ist es natürlich nicht gekommen. Aber ein Treffen mit dem Bundesrat 1940 hat den Schweizer Nazis sehr viel Hoffnung für die Zukunft gegeben. Wie nahe ist die Schweiz also vorbeigeschrammt an einem Führer namens Max Leo Keller? Der Max Leo Keller wird am 22. August 1897 in einer akademischen Familie in Zürich geboren. Der Zweite Weltkrieg ist noch weit weg. Sein Urgroßvater war ein einflussreicher Politiker für die Schweiz, der Augustin Keller. Obwohl der Max Leo Keller seinen Urgroßvater nie kennengelernt hat, wird er von ihm später immer wieder als Vorbild beschrieben. Vermutlich auch eine von seinen Motivationen, die Schweiz in irgendeiner Art zu prägen. Bevor er aber politisch auffällt, schliesst er sein Elektroingenieurstudium in Winterthur ab und sammelt dann an verschiedensten Orten in Europa und USA berufliche Erfahrung. Sein Talent gibt ihm angeblich den Spitznamen «Mozart der Elektrotechnik». 1929 macht er in der Schweiz seinen Doktortitel in Staats- und Wirtschaftswissenschaften. 1932 bis 1939 arbeitet er beim Bund. Er ist dort Leiter bei einer Stelle, die im Kanton Bern neue Industrien einführt. Sein Chef ist dort ein gewisser Bundesrat namens Marcel Pilecola. Mehr zu dem Schnäuzchen später. Wenn das bis dahin wie ein Bewerbungsvideo für den Max Leo Keller gewirkt hat, hat das einen guten Grund. Er ist nämlich bis in den 30er Jahren nicht politisch aktiv und hat sich vor allem auf seine Karriere und seine Familienplanung fokussiert. Breaking News! Ding, 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 ding! Faschismus in Italien und Deutschland. Machtergreifung von Hitler 1933 führt auch in der Schweiz zu einem Hype vom Nationalsozialismus. Man nennt den Hype auch Frontenfrühling. Aber Anna, was ist denn eigentlich der Frontismus? Gute Frage, Loris. Wenn du immer so gescheite Fragen willst stellen, dann wärst du noch cooler, als du sowieso schon bist. Frontismus ist die Schweizer Bewegung vom Nationalsozialismus. Der Begriff Front soll bei dem ihre Kampfbereitschaft verdeutlichen. Sie haben zum Teil mehrere tausend MitgliederInnen in verschiedenen Parteien im ganzen Land, schaffen den Einzug in verschiedene kantonale Parlamente und haben einen Sitz im Nationalrat. Sie demonstrieren häufig und haben viele Events, wie zum Beispiel in Bern, Zürich, Genf, Luzern, Tessin, Schaffhausen, Winterthur, Dös, Thun, Thurgau, Bruck, Brütten, Pfäffiken, Rafts, Wallis, Zollikofen, beim St. Gotthard, St. Gallen, Aargau, Graubünden, Kreuzlingen, Basel, Stadt und Land, Glarus, Wil, St. Gallen und nein, nicht auch noch mein Zofingen. Und diese Auflistung ist jetzt nur aus einem Fotoarchiv und von einer Buchseite. Auf der Adressliste der Frontisten findest du sicher einen Fremdler, der bei dir in der Gegend gewohnt hat. Vielleicht sogar in deinem Haus. Auch der Max Leo Keller tritt 1933 der Nationalen Front bei, obwohl er bis dahin nie an einer Partei dazugehören. Die Partei von seinem Urgroßvater kommt für ihn nicht in Frage. Er sieht den Nationalsozialismus als die Weltanschauung vom 20. Jahrhundert. Nur nachweisbar ist, dass er sich dort mit nationalen Energiethemen befasst und über die Artikel schreibt. Seine Partei äußert sich jedoch öffentlich und sehr deutlich antisemitisch. Aufgrund von verschiedenen Belegen, die wir gefunden haben, gehen wir aber sehr stark davon aus, dass er die Aussagen von seiner Partei auch unterschreiben wird. Oder unterschrieben hat. Er ist ein Führungsding, ganz ehrlich. Er hat für sie an einer Demo in Biel 1935 sogar mal geschlägelt. Und im gleichen Jahr noch für den Nationalrat kandidiert. Aber das Schlägeln zeigt sein Commitment irgendwie mehr. Trotz all diesen Erfolgen haben frontistische Parteien ein grosses Problem. Sie zerstreiten sich andauernd, lösen sich auf, versuchen wieder zu fusionieren, nur damit sie sich wieder auflösen können. Nachdem viele obere Mitglieder zusammen in eine neue Partei abwandern, wird auch der Max Leo Keller 1938 nicht mehr Mitglied sein und tritt aus der Nationalen Front aus. Kurze Zeit später gibt er aber den Anstoß zu der Gründung einer neuen Partei. Die übernimmt Strukturen von der NSDAP und versucht, alle frontistischen Parteien in sich zu vereinen. Er hockt dort mit anderen Fröndlern im Führerkreis und ist im regelmäßigen Austausch mit deutschen Beamten in der Schweiz. Er wird von vielen von diesen Beamten als die Spitze dieser Partei angesehen. Doch dann, am 1. September 1939, startet der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Die Schweiz ist im Schock. Umgeben von faschistischen Nachbarn sieht der Bund eine Gefahr im Nationalsozialismus. Als Antwort auf die Gefahr verbietet der Bundesrat die Zeitung, wo der Max Leo Keller im Verwaltungsrat ist. Die Stimmung von ihm ist wahrscheinlich im Keller, aber der Keller nicht in der Stimmung aufzugeben. Die Bedrohung wird nicht kleiner. Juni 1940 kapituliert Frankreich. Die Schweiz ist jetzt komplett umgeben von Faschismus.
Der Bundesrat Marcel Pilegola, der Boy mit dem Schnäuzli, ist in dieser Zeit gerade Bundespräsident und hält eine Radioansprache nach der Kapitulation von Frankreich. Sie beruhigt die ganze Schweiz und das Schweizer Volk fühlt sich so stark wie noch nie zuvor in ihrer Unabhängigkeit. Seh ich dich im Strahlenmeer, Das hat der Pilegola wahrscheinlich mit seiner Rede bewirken. Aber indem er Sachen sagt wie «Die Schweiz müsste sich jetzt anpassen im neuen Europa» und «Wir müssten alte Menschen ablegen», wird am Bundesrat die Offenheit zu der Achsenmächte vorgeworfen. Frontisten sind sehr erfreut über die Aussagen, wie auch immer er sie gemeint hat. Auf viele Anfragen auf ein Gespräch reagiert der Pilegola aber nicht. Erst, als Jakob Schaffner, ein berühmter Schriftsteller mit Nazi-Sympathie, den Pilegola anfragt, wird der erste Fremdler im Einverständnis vom gesamten Bundesrat eingeladen. Hey, wie läuft's? Lust zum Hängen? Hey, ein bisschen im Stress, gerade weil wir gerade von Faschisten umzingelt sind und mir nachher Deutschland vorgeworfen wird, aber ja, komm doch mal vorbei. Tönt stressig, Bro. 10. September easy? Tipptopp. Easy, wenn ich noch 2 Bros mitnehme. Sicher, musst auch gar nicht sagen wer. Wird schon keinen landesweiten Skandal auslösen oder so. Das Treffen löst einen landesweiten Skandal aus. Der Jakob Schaffner kommt mit 2 vom nationalsozialistischen Führerkreis vorbei. Der Ernst Hoffmann, Gründer von einer antisemitischen Zeitung, die ein paar Jahre vorher schon verboten worden ist. Und am Pilegola sein alter Arbeitskollege, der Max Leo Keller. Es ist aber umstritten, was sich bei diesem Meeting wirklich abgespielt hat. Zu diesen 2 Theorien kommen wir aber später noch mal. Was klar ist, ist, dass der Hoffmann und der Keller den Bundespräsidenten fragen, ob sie den Bericht publizieren, dass sie ihn getroffen haben. Hey, ist eigentlich easy, wenn wir ein Kommuniqué an alle Zeitungen der Schweiz schicken, wo wir sagen, dass wir dich getroffen haben? Lieber nicht. Bitte, bitte. Okay, aber sagt bitte nur, dass ich euch 1 Stunde lang zugelassen habe, aber nicht mit euch diskutiert habe. So soll es keinen Aufschrei geben. Der Aufschrei ist gross. Im Kommuniqué steht unter anderem: Die Vertreter der NBS unterrichteten den Bundespräsidenten über deren politische Zielgebung als der Trägerin des neuen politischen und sozialen Gedankens. Die Unterredung, welche 1,5 Stunden dauerte, das ist übrigens falsch, stellte einen ersten Schritt zur Befriedigung der politischen Verhältnisse in der Schweiz dar. Die Frontisten fühlen sich bestätigt. Vor allem der Max Leo Keller nutzt das Meeting, um ein Treffen mit dem Rudolf Hess in Deutschland zu organisieren. Der damalige Nazi Nummer 2. Der Keller bittet den Hess und indirekt also den Hitler, nicht voreilig über das Schicksal der Schweiz zu entscheiden. Vorher soll bitte er um Rat gefragt werden. Der Keller will laut eigenen Aussagen die Schweiz als eigenständigen Vasallenstaat von Deutschland haben. Also ein Staat, der zwar offiziell unabhängig ist, aber zu einem mächtigeren Staat dazugehört. Er legt, dass er nur nach Rat gefragt werden, zeigt, dass er die schlussendliche Entscheidung an Hitler überlassen will. Und wie unabhängig ein Vasallenstaat kann sein, ist auch ein bisschen fragwürdig. Der Max Leo Keller kommt dann in die Schweiz zurück und sieht sich nach diesen Events als der einzige von Deutschland legitimierte Führer der Schweizer Nazis. Im November 1940 schreiben die Frontisten mehrere Briefe an den Bundesrat, wo sie verlangen, dass deutschlandkritische Presse verboten wird. Ihre Zeitungen sollten aber wieder erlaubt werden. Auf das lässt der Bundesrat alle frontistischen Vereine verbieten. Die Frontisten sehen die diplomatische Brücke zu Nazi-Deutschland jetzt zerstört. Aufgeben tun sie aber nicht. Sie bleiben weiterhin im Untergrund aktiv. Über ein halbes Jahr später kommen die Behörden zu einem umfassenden Schlag aus. Es werden gleichzeitig 130 Verhaftungen und 260 Hausdurchsuchungen gemacht. Auch der Max Leo Keller wird verhaftet, kommt aber auf Kaution frei. Im November 1941 geht er nach Deutschland. Offiziell aus beruflichen Gründen. Er kommt aber nicht zurück. Seine Frau und Kind kommen ein paar Monate später nach. In Deutschland ist er beratender Ingenieur für die Stromversorgung im verbündeten Wirtschaftssystem. Wichtig an dem ist eigentlich, dass er in dieser Rolle an Deutschland falsche Informationen über die Schweiz gegeben hat. Es wirkt ein bisschen so, als würde Deutschland Gründe liefern, um die Schweiz einzunehmen oder zumindest die unter Druck zu stellen. 1944 wird der leitende Direktor von einem Hermann-Göring-Werk, das Hochleistungsflugzeuge herstellt. Er wird außerdem von der SS beauftragt, die immer noch verstrittenen frontistischen Gruppierungen als Schiedsrichter zu vereinen. Die Zeit läuft ihm aber davon. Deutschland kapituliert am 7. Mai 1945. Der Krieg in Europa ist vorbei. Die geflüchteten Frontisten flüchten wieder zurück in die Schweiz. Der Max Leo Keller wird am 2. August 1945 verhaftet. 1947 wird sein Fall nochmal vor Gericht gebracht. Seine Aktivitäten in Deutschland kommen immer mehr ans Licht. Er versichert, dass er nur im Interesse der Schweiz gehandelt hätte und hofft dabei auf Zuspruch von Marcel Pilegola, der mittlerweile nicht mehr Bundesrat ist. Da kommen jetzt die 2 Personen von dem Treffen ins Spiel. Wer ist noch? Es gibt auf der einen Seite an Max Leo Keller seine Erzählungen. Laut beschlagnahmten privaten Notizen von ihm hat sich Folgendes abgespielt. Der Pilegola hat das Schweizer Volk als krank betitelt. Er hat auch gesagt, dass eine Annäherung an Nazi-Deutschland nötig ist, aber Zeit bräuchte.
Ebenfalls haben sie sich nochmal beim Pilegola die getroffen. Er hätte dort am Keller den Auftrag gegeben, mit dem Hess Verbindungen zu der Schweiz wiederherzustellen. Aber bitte inoffiziell. Laut dem Pilegola sieht es aber alles ganz anders aus und er streitet die Anschuldigungen ab. Nur weil er Max Leo Keller zugelassen hätte, heisst das ja noch lange nicht, dass er seine Meinung teilt. Obwohl das Bundesgericht die Version von Max Leo Keller übernimmt, nämlich dass er im inoffiziellen Auftrag von Pilegola mit dem Hesse reden, ist es im Großen und Ganzen nur ein Detail in diesem Prozess. Der Max Leo Keller wird am 9. Juli 1948 in Luzern als letzter von 99 Frontisten wegen Angriff auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft verurteilt. Schon während dem Prozess wird der Max Leo Keller krank. Wo er dann 1953 gesundheitlich sehr angeschlagen ist, schreibt der Keller einen Brief an Pilegola. Er bittet ihn, endlich nicht mehr zu schweigen und ihm zu helfen. Er hat ja nur das Wohl der Schweiz im Sinn gehabt. Der Pilegola ignoriert den Brief. Das letzte Dokument, das wir in seinem Archiv gefunden haben, ist ein Brief an seinen Anwalt 1954. Er will seinen Fall noch einmal aufrollen. So weit kommt es aber nie. 1956 stirbt der Max Leo Keller an den Folgen von seiner Krankheit. Heute, wo der Keller unter der Erde ist, kennt ihn eigentlich niemand mehr. Zum Glück, wenn Deutschland den Krieg gewonnen oder die Schweiz eingenommen hätte, würde das wahrscheinlich anders aussehen. Unserer Ansicht nach hätte Max Leo Keller einer der bedeutendsten Schweizer Politiker werden. Das, was sein Urgroßvater im 19. Jahrhundert war, hätte er wahrscheinlich im 20. Jahrhundert sein. Aufgrund von verschiedenen Aussagen und Daten kann man davon ausgehen, dass er bei einem Schweizer Führerstaat zuoberst hätte mitreden. Obwohl er sich nie klar antisemitisch geäußert hat, haben wir immer wieder antisemitische Indizien in seinen Akten gefunden. Auch muss man einfach sagen, sein Umfeld war sehr offen antisemitisch und auch rassistisch. Laut dem Bundesgericht war er aufgrund von seiner Intelligenz einer der gefährlichsten Schweizer Nazis. Auch der Pilegola hat ihn selber als gefährliches Tier betitelt. Wieso der Nationalsozialismus bei uns gescheitert ist, hat laut dem historischen Lexikon mehrere Gründe. Politiker sind den meisten zu extrem und unangemessen gewesen. Sie haben Diktaturen in den Nachbarländern zu sehr als Vorbild genommen und wollen imitieren. Und die Schweizer Nazis haben sich die ganze Zeit verstritten. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass wir auch ein nationalsozialistisches Gesicht haben. Überall in der Schweiz haben wir Adressen und Vereine gefunden, die sich in verschiedenen Extremen zu der Ideologie des Frontismus bekannt haben. Ein paar Frontler sind zwar eingesperrt worden, aber das Gedankengut ist wegen dem natürlich nicht verschwunden. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es genug Beispiele von rechtsradikalen Parteien und Aktionen. Auch der immer stärker werdende Antisemitismus ist beunruhigend. Wie viel es braucht, um unsere Demokratie wirklich zu stürzen, wissen wir also nicht. Hoffentlich müssen wir das auch nie herausfinden. Schön, haben Sie es bis dahin mit uns ausgehalten. Das Video wäre nicht möglich gewesen. Und wow, richtig überzeugt, Mann. Danke fürs Zuhören. Wir danken den ganz vielen Archiven, die uns unterstützt haben. Ja. Das ist das AFZ, Bundesarchiv. Und ich danke an dieser Stelle an Loris, der gestern bis um 5 Uhr wach war. Das ist es so. Wir finden, wir haben mega viel Neues über Max Leo Keller entdeckt in dieser Reise. Ich bin zum Teil inspiriert, um es nicht so zu machen. Sind keine Nazis und tschüss. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao. Tschüss, au revoir. Ja, so. Tschüss. Au revoir. Ciao. Ciao. Welche Matterhörnchen?